Lol, man wird jetzt immer benachrichtigt. Hast du die Glocke eigentlich aktiviert, Christen? Nein. Aktivier die bitte, dann wirst du immer jetzt benachrichtigt. Jetzt live ansehen, Recoxy, bisschen Fortnite zocken. Okay, ich habe einen Zuschauer. Du 31er, Mann. Tom macht auch nicht mit, hat er gesagt. Tom muss Fahrer machen heute. Echt? Hm. Hat er schon Führerschein? Ja. Haben alle bei uns. Fast die Hälfte. Nicht alle. Die Hälfte. So gefällt mir das, Christen. Aber den Sound kannst du gerne ausstellen. Warte. Den Sound kannst du gerne ausstellen. Nein, möchte ich nicht. Junge, ich will das nicht dreimal hören, Mann. Aber bitte nicht Stream snipen jetzt, ne? Viermal hören, Rico. Viermal hören, Rico. Mhm. Viermal hören. Du Dulli. Rico ist ein Dulli. Hä, es war echt einfach, wie man das machen kann, ne? Ich habe das in den 10 Minuten gemacht, in denen du weg warst. Ja, nicht schlecht. Du kriegst mach mal echt den Sound aus, Digga, sonst höre ich halt gar nichts mehr. In-game. Nee, doch. Halt die Schnauze. Okay. Wo landen wir? Pleasant, ne? Ja. Halt die Schnauze. Hm? Willst du deine Schnauze halten? Ich rede nicht mit dir, ich rede mit meinem Chat. Ah, ja. Livestream-Chat. Die Coxy Dulli 10 an Livestream-Chat. Livestream. Einmal ein Clip bitte. Von dem Dulli Recoxy 10, wie er beim Healen im 375er Headshot geholt wurde von Heavy Snipe. Wahrscheinlich. Digga, wie viele kommen denn hier bitte mit? 1, 2. Oh yeah, yeah. Guckst du immer noch zu, Christen? Nein. Ich wäre fast gestorben, hatte noch 4 HP, Digga. 12 Siege und 5 habe ich noch offen, Rico. Wie viel brauchst du für Gold? 14, 2 Siege brauche ich noch. Easy, dann können wir gleich noch ein bisschen Fortnite spielen, ne? Ach, Digga, ich wurde gekillt. Das möchte ich gerne mal geklippt haben. Er guckt sich jetzt auch noch an, Alter. Ich krieg einen Anfall. Was? Das ist so. Wie wär's mal mit Liken, Christen? Wie wär's mal mit Liken? Na, wann Mars kann rein? Das sieht, warte mal eben. Partyabschau. Ist das so besser? Können wir mich so besser hören? Jungs, könnt ihr nicht mal was dazu sagen? Könnt ihr mich so besser hören? Jungs, ein Clip bitte.
ich Ricos Ehre beendet habe. So Jungs, wenn ihr ein richtiges High-Quality-Gameplay sehen wollt, dann kommt ihr zu mir in den Stream. Ich spiele Foot Champions, Top 100. Top 100. Der schlechteste Spieler. Wahrscheinlich, Alter. Jetzt machen wir bitte den Sound aus, Christen, bei dir. Nein. Und machen wir echt. No, Rico. Ich will das nicht dreimal hören, Mann. Dresden Sonne. Ich heiße nicht Dresden, sondern Chris Toxin. Dankeschön. Gesundheit. Ja, mach ihn ab nun. Verpiss dich. Du darfst Zettel gehen. Wofür das? Du brauchst nicht. Das will man nicht machen. Ich glaube, ihr könnt es sehen, wir sind gerade in einem Chat. Sauber. Man geht kein Schatten unten, ne? So? Hä? Wie bitte einfach. Maga, kannst du mal mir irgendwann spielen? Ich will ja auch mal benutzen. Kennst du erst noch nicht mit dem gespielt? So, Aber? ich will ihn benutzen. Hast du mir nicht zugehört? Will benutzen. Parfüm hast du drauf? Ja, Junge, was? ja, das schmeckt mir. Der auch. So, was war Ey, Junge, was? Was ist? hier? Du hast Freunde. Rian spielt jetzt erstmal Stiefel Nummer für mich. Er spielt gegen 96er Ronaldo, 90er Hullet, also 96er R9, 99er Modric Totti, De Gea Inform. Junge, Grüße mal von mir. soll dich von Rico grüßen. Ja, aber geht mal wieder zurück. Hat er gehört. Habe ich nicht gehört. Kannst du mich wieder einmal erwähnen, Christen? Junge, ich bin gespannt. Angst. Ja, Scheiße. das sind die richtigen Waffen. Da machen wir jetzt Mann, das ist nicht so. Meine kannst du ja nicht. R9 nicht? Also, du meinst R9? Ne? Dann zieh ich nichts vor, war das denn? Christen, hat er ein bisschen was getrunken, der Junge? Nein, nicht. Habe ich auch gehört. Gut. Na? Ja, du bist ja ein Dulli, Alter. Ja, Maga, der Tor ist tatsächlich die größte Pflaume. Maga, was ist das denn? Guck ihn dir an. Macht ihr, denkt er wäre ein Delfin? Man kennt die Delfin. Guck mal, denkt er wäre ein Delfin? Oh, das ist so schön Logo. Hier musst du los. Oh, eigentlich hätte ich auch Bock zu trinken. Hm? Ja, mich stört das nicht. Jetzt mein A ist nicht stört. Er ist Endung mit, Dingen? Nein, mit. Was ist hier? Hede. Der Kunde, genau. Ist Fabi das so früh gegangen schon? Warum? Uli! Hulle. Uli. Oh ja, du bist auch wieder. Drei. Ja.
ich bin Landesliga. Echt? Immer die Augen, ne? Man kennt sie. Ja, Livestream seht ihr auch so, ne? Wollen wir noch ein Foto, ein Zettel machen? Wann? Nächstes Wochenende? Nächstes Wochenende? Welches Datum haben wir da? Keine Ahnung. 7 Tage weiter. Ich weiß nicht, ob ich da meinen Abiball habe. Ja, was? Verliert oder gewinnt der Kissen? Achso. Schlecht. Das mit so einem guten Team. Hast du gehört, dass Ronaldo jetzt die Variante unterschrieben hat? Ja. Aber er ist echt von uns zufrieden, ne? Ja? Ja, moin, Digga. Kannst ein bisschen leiser machen, Kissen? Wäre cool. Kissen, sag bitte leise, ich hör nichts.
Rico, ich geh jetzt mal aus der Party raus. Nein, mach das nicht, oha. Ich bloß noch Flammen, aber Ja, klar. Hilft ja auch. Da, der Leierposten! Ja! Oh! Hey, Paul? Schiedsrichter? Achtung. Abpfiff. Time wasting, Leute! Time wasting. Was geht ab? Hallo, Theo, Fiete. Ja? Oh? Meine Güte. Alter, ich spiel wie ein halber Gott hier. Also wie Chris, ne? Na, halbe Gott. Nee. Wenn Chris nicht spielen würde, dann... Oh, ich spiel's ab. Oh, ich hab eine Mann. Was, ist Chris gar nicht mehr da? Rede ich mit dir? Nee, nee. Ja, ja. Mit dem Allerechten. Ich gar nicht mitbekommen. Ich auch nicht. Oh, Marc Chris, deine Spieler sind die größten Dullis. Hat er nicht so ein italienisches Team noch? Serie A? Ja. Mhm. Aber wie setzt du mir eigentlich ein Headset auf? Puh. Ah, ich sag Tor. Wie steht's denn? Da ist für ihn. Oh, Mann, Krisen. Kannst du den nicht einmal Ronaldo cheaten? Servus. Servus, YouTube. So, Jungs. Boah, ich hab total. Hallo YouTube, ich bin Fox. Moin. Dislike. Alter, ich kann nicht mehr vor. YouTube. Ich bin stolz. Wie bitte? Ob du Deutsch kannst? Ja klar. Ist sogar noch Höflich. Ja, ja. Ich
Natürlich. Dann Alter, der Wichser. Bist doch kein dreckiger Ausländer, also kein scheiß Ausländer, ne? In Deutschland ein Taxiger Ausländer. Ja, nachher bei Hilfe, mein Lieben. Schon wieder. Ich werde Ja, Mann, YouTube. Abonniert YouTube ist bewegt, ne? Like hoch. Ein Like hoch, ein Daumen hoch, kriegst du auf YouTube. Kein Problem. Für jeden Kill, ne? Ja, sicher nicht. Wo ist denn der hin? Da ist ja nur knockt hier. Einer ist hier vorne. Ah, ich hab ihn hier. Hier in der Mitte ist auch noch einer. Mein Dynamit. Deshalb flüchtet der jetzt aber. Ja, das schießt sie. Er zieht komplett durch. Ich hab ihn zweimal, ich hab. Sauber. Ich fliege da, ne? Der landet über uns hier. Wieder noch eh. Hab ihn. Ja, Mann, kick down und zwei Rosten. Mann, Durst. Ich hab noch Minis und Medikit. Ja, jetzt wird er uns auf jeden Fall kicken. Ich sagen würde. Hier lag noch ein Medikit hier. König Janus. Ja, Mann. Das ist eine Marke. Ja, du Lappen. Waschen. Ja, wir können ihn nicht wiederbeleben, nicht wegen die Marke. Wo kommt der her? Aus Bayern? Aus Salzgitter komme ich. Woher? Salzgitter. Salzgitter. Das ist ja Bundesstadt. Was? Ich hab's noch nie gehört. Das stimmt. Ja. Ich komm gerade ab, der Schnee stickt, ob das Salz gibt, keine Ahnung. Gut, das Woher kannst du jetzt? Ich komme aus Flensburg, an der dänischen Grenze. Ach du Scheiße, so viele Punkte bei Flensburg. Ja, ja, aber das geht jeder für uns. so viele Punkte in deiner Stadt werden gesammelt hier. Mhm. Du musst immer abschauen, alle Punkte, das Ding einmal bitte. Wollen wir weiterziehen? Ja, ich würde sagen, wir riften, ne? Guck mal, was ich jetzt mache, sag mal wie viele Punkte von 1 bis 10. Ui. So, getroffen. Ja, was sagt er? War gut, war gut. 1, 10, 5, 9. Wenn 10 das Süßste ist, war es ganz klar 10, ne? War das schon eine saubere 10, sagst du? Ja, war gute Technik, ne? War Glück, aber ehrlich gesagt. Ich dachte, ich bin so weit vorgelaufen.
Willst du eine Tommy Gun haben? Ich habe eine. Oh, bei das hier unten sind Gegner drin. Hm. Ah ja, die bauen hier vorne weiter. Ich weiß, wo die sind. Die sind nicht schlecht. Einer hat 30 weniger. Ah, okay, okay, ich weiß, wo der ist. Und das ist der hier. Ja, hier ist schon. Hier ist eine lila Pump. Ich hab den. Hab ihn. Jungs, hier ist Pump, AK. Mal hängen. Mini noch. Hängen. Ja, was ist hier los? Jetzt guck mal. Was ist denn los? Wuhu! Bei mir ist gerade so hängen geblieben, ich hab 600er Ping, als ich mit meinem Kabel wieder mit zocken. Ja, gib nicht den Bots dein Kabel, du bist eh wieder drin. Ich schwör's, ich bin gerade hängen geblieben, ich hit den Uhren so 3-4 Mal, hat gar nicht einen Hit getroffen. Da hinten sind ganz viele. Jetzt schön mal warten, geht das nach das gleich reingeht. Kann doch nicht wahr sein, dass Stunde über so einen scheiß Aim hat, Ja, Alter. ich spiel die jetzt eh nicht halt. Ja, mal halt rein. Kommen jetzt alle zu mir, glaube ich, ja. Hab einen. Oh, Scheine. Eins. Hab noch einen. Ja, wir haben Bei mir oben ist einer, der hat Ja, den habe ich. noch ein bisschen Munis. Unten habe ich auch noch einen noch. Jungs, ich hab so einen Rift und Minis noch übrig, ne? Ich hab Rift und 2 Minis sind hier noch. Ja, man hat schön. Ich bin gleich wegriften, wenn ihr wollt. Halt, komm mal weiter. Ja. Aber einer von denen ist noch am Leben, ne? Oder hast du den unten bekommen? Nee, ich hab den. Abgehauen. Okay. Da kommen wir mit den Rift, gehen wir runter. All die halt mal zusammen. Lila Pump, Biggie, blauer Air. Ich hab Ding lila Pump gefunden. 2 Biggies sind das sogar. Kannst du mir einen droppen? Warte ich in Nice. die Rift split halt. Dann zeig Braucht jemand Muni für irgendwas? Ich habe alles. ich. Nice. Sonst gehen wir. Falls sind wir gleich nochmal. Ich hab beide mitgenommen, weil die halt fast. Da unten sind auch noch 2 Gegner. Sollen wir kurz drauf die holen und dann weiter. Aber ich weiß nicht, wie Nee, weit nee, ist die nee, Zone? nee. Die ist ganz schön weit, ne? Schon weit, ja, die ist Ja, ich hätte am Ende noch mal einen Rift, notfalls können wir weiter riften mit. Achso. Aber egal, ja, geht aber dann, geht scheiß Ja, drauf. die sind im Windkanal. Ah, die Zone ist gut weit weg, ja. Das Zone war drauf. Mhm. Letztes Mal Lagerfeuer gefunden. Bin die noch mal schneller, weißt du? Wir können das Schnell hinten ja beim irgendwie, Haus, hinten, beim Hexenhaus, wenn man das Lagerfeuer Die nennt, was du meinst. Entwicklungshohenhaus. Ja. Ja, Stimmt. Ich kann einen Jump-Pad, wenn er wollte, hinstellen. Ich hab 2 Stück. Der braucht noch einen Rift. Nee, lauft lieber hier die Schiene. Beispiel. Ne? Ich bitte. weil hier ist noch ein Lama, Ey, soll uns das noch holen? Das ist ein Ball, Jungs, das ist ein Ball. Ja, hier Oh, sind 2, sind 2. Über uns ist auch noch. Ich hab 100 da nicht bekommen. Ich push den schnell. Ja, der fliegt hoch, Ich gehe auch nach oben. Nee, der ist Alle nicht hoch. hoch. Ist nicht hoch. Oder sind die hoch jetzt wieder? Nee, Passt aber auf Berg hinten. Hier bei dem. Ah, der ist hier.
Ja, die sind halt auf das zweite Zurücklauf. Ah, die kommen hoch. Einer kommt hoch, ja, einer ist oben bei dir. Ah, ich krieg von irgendwo noch Damage. Also sind viele bei uns. Ja. Kommt das zweite Team schon an. Oben geht. Kommt noch einer hoch. Kommt ein bisschen alle zusammen, hau mal ab von hier. Weg seid ihr alle zusammen. Ja, ich will hier, ich Aber will einer hier. ist Gegner. Da ist einer hoch. Du wolltest die hier bleiben, hier schön riskieren. Ne, komm, wir rücken. Nee, lass rücken. Schnell rücken. Das Jungs, wo hier hinten, wo nicht so viel los ist, ich hier in die Ecke mal eine Position holen, hinten im Berg, sollen sich alle mal ein bisschen... Mhm. Ja, mach mal hier noch ein Lagerfeuer eigentlich sein, glaube ich. Weil... Der Jungs braucht einer Biggie. Kann uns gar Nee, nicht mitnehmen. Ich, Wenn er rumliegt, dann kann ich den usen. Ja, der liegt da rum. Aber ich kann den halt echt nicht mitnehmen. Ja, dann nehme ich den. Habe ich 35 mehr. Hier gibt's auch keinen, ne? Lagerfeuer bei Haunted Hills irgendwo drin. Oder gibt's hier einen? Ich weiß es gar nicht. Wo war der Biggie? Da hinterm Haus. Da Achso, vorne. und der. Ah ja, okay. Nice. Ja, Mann, YouTube, hol mal mit dir noch die epische, wenn's gut läuft. Klar. Klar, why not? Eben. Aber hier haben wir eine gute Position. Am besten hier oben auf dem Berg oder so. Ich mir auch schon gedacht, wir bauen uns da gleich schnell hoch. Nicht, dass da ein anderes Team ist und dann ist ja Krise. Dann könnten wir uns easy aus dem Highground holen. Ja. Also wirklich schnell diesen Berg. Mhm. Ist eh, glaube ich, das einzige in der kleinen Zone jetzt, wo das höchste auf jeden Fall. Oh, da gehen welche vom Berg runter. Die fliegen mit Jumppad. Ich sehe die. Ich auch sie Die haben feiern. sich eingebaut, aber die hauen sich, die heilen sich dann. Nein, das ist aber hier von mir schon. Sagen, Feuerwehr jetzt. 600. Die MP auf so einer Entfernung einfach. Schon gut eigentlich. Oh, hat Heavy Snipe. Ja, Mann, egal, ich hab auch Sniper. Ich hab Scheide da. Also sind noch 10 Der geht Gegner. runter, der geht die pushen. Die sind auch genau dort. Oh, scheint kein schlechter Spieler zu sein. Der macht öfter mal Kills hier gerade. Wieder Okay. Ich hab jetzt so. Pass auf, dass ich nicht snipe. Das sind 3 Leute, da sehe ich. Hinter uns Gegner. Hier auf dem Berg. Von wo wir kommen. 3 Leute hier. Ja, genau vorne. Oh, alle hier. Die anderen kommen auch. Ja. Ey, Mann, einer low, dieser Neger da. Hi. Ja, warte kurz. Einer von oben. Ja, ich schau kurz ab hier.
Vielleicht kriegt das noch irgendwie hin, obwohl... Nee, es ist ein Team noch da, ne? Ja, aber die müssen eigentlich alle low sein, eigentlich. Außer sind neue da. Ja, jetzt ist ein sind Vierer-Team, ne? Oder was? Ja. Ah, ja, okay, ja, sind sie weg. Ist da ein Vierer-Team, oder? Ja, das war der da unten war mit dem Sniper. GG. Der haut. Keine Ahnung, Mann. Hm? Achso, ja, macht das nicht, macht das nicht. Ciao, ciao. Ah ja, mach's gut.
Christen. Christian? Christian?
Nebraska's in a running. Now another look. Kez, same thing, same situation, same deal here. GA Kez putting on a show here, showing that the combat follow-up just swift. No time for hesitation. The reaction speeds are clean. The mechanical skill is here. So not just European players showing up here, Sundown. It's NA as well. NA East here making a big run throughout the evening here. And just super clean. Super clean from Kez, indeed. Not just Europe who has put on a show. Every single one of our regions so far have been absurdly close. Like, we quite literally haven't seen a week like this so far. We are going to get back into the very final matches. NA East is so absurdly close. I cannot wait to see who takes away one of those last 6 spots. But we're going to go right on over back to Lupo and Zeke. Thank you, Sundown. I appreciate you. And I do appreciate every region. Europe, NA East, NA West, Oceania, Asia, Brazil. Y'all some gamers. Keep that up. Don't change. All right? A lot of people working like crazy to try and qualify for the Fortnite World Cup in New York City. Those finals are going to be insane, by the way. Look forward to that. And let me just say, too, going through this, I can't think of anything in my career thus far that I've put more time and energy into than casting Fortnite events. Like, the amount of dedication from everybody on the production team to go into this, I hope that we have all done what they would consider an excellent job thus far, because this has just been a blast, and I hope we're putting on we're representing the players that we have a chance to commentate over accurately. I hope they all feel the same way about what we've done thus far. Ape Spades here on your screen. Top middle there. Ape taking a chance to just pop a little bit of a mini. Got a metal tunnel underneath with another player down below. A quick stink toss. Pressure being applied. These fly-ins there. Symphony top of your screen, but Baldy, player we've seen a number of times. The flint knock in hand. Ooh. All right. Epic AR and a rare combat shotgun. This is the loadout you want. Oh yeah, this is big value. Because he has 2 campfires, 6 minis. He's got the turret in case he gets ultimate high ground and he needs something to just connect back for 1,000 HP. It's a big value right there. Typically I say, very rarely do we see players utilize the, we'll say the pew-pew mechanic of the turret. Right there, shots. Five goes down. Big pickup, first elimination for Baldy, 49 points. But yeah, the loadout is excellent right now. It kind of covers everything that he's going to need in any given moment right now. Poach from Liquid, smack to the bottom of your screen. A lot of players that have been in the top 10 multiple times popping up right now. Air Cool, Spades all the way at the ultimate high ground. 38 players remaining. Gonna climb our way all the way back to the top. The launch pad out. Good rotation right now. The later you get into a game, the less value a launch pad has, because unless you're going to ramp up above and use it with the horizontal trajectory, which, don't get me wrong, is very, very good. But if you're trying to go for verticality, which, by the way, a player lands in the same box, a quick trap, it's not going to go down, but Zlem still pays the price for trying to challenge Spades for ultimate high ground. Might not be the last one either. Oh my gosh, the number of players flying around above is insane. Spades, can he follow through? Can indeed. K-Dude goes down his own launch pad again. Sorry, that got ridiculous. But the late game launch pads, they lose value because the more time you spend in the air, the more opportunities other players have to take shots at you as the storm starts to close. Spades sharing the wall with another player. Got to be careful. A box up and keep on rolling. You could be cheeky with the launch pads too, utilizing that ramp to just give you like that forward momentum instead. All right, I propose a challenge to anybody out there. Ooh. You set up a launch pad with the angle that shoots an opponent player into a box filled with your own traps. I will PayPal you $50 because that would be ridiculous. There you Imagine just whoosh, right in. Like they go flying, they hold forward, and they're like, wait, that's a box. Speed's Oh, last no. second. That was Barely made it in. 3 HP. He's got to stay just ahead of the storm. Anyone could just breathe in his direction. This is one of those moments no. where you're thinking, Okay. I need to find a spot that Or I a can siphon. sit and watch for an elim. This might be the one. The campfire is what gives it away right now. Spades deciding to push forward, rotate around to the bottom. A shot behind the corner at it. Not enough. And Ape finds them down underneath. Big attempt from Spades. 3 seconds to squeak it in. 50 points right now for Spades. We're in the top 25 now. Hornet all the way in the ultimate high ground, it looks like. Took it with a baller, which you don't see too often. Kind of a risky play unless you have something like a shadow bomb, which Hornet does have. Drop it down, stand inside the safe zone.
Takes a lot of ticks to the storm, and that's the time for a slurp. Yeah. Big value slurp. Big value slurp, but don't forget, it does take quite a while. It's 1 HP a second. He's got a long time before he's back in fighting condition. Someone does go for the high ground challenge. You have a player up above, and you still have one falling in, which you can hear that. Yeah. I think that's what the player. So this player above Hornet knows that Hornet's down below, but like you said, he heard the glider redeploy. It's a very distinct sound, so he's probably just trying to keep himself safe. Hornet's trying to get aggressive here. He wants this elimination. Okay. Big play. All right. Smart play there. At that point, he was getting shot at from above. He was potentially challenging a player that he was not going to be able to beat. Player behind gets caught in their own edit, goes for the pyramid play and can't get Hornet. Instead, Gal pays the price themselves. Get up that first elimination. 14 players left from the top 15 now for that second set of placements. Oh, God. Inside a box. Finds a player inside. CWV goes down. One more push rotation on the outside. Poach in your feed eliminated as well. Oh, there's players all around Lupo. Right underneath another player. They're holding it down. Trying to reset the ramp underneath. Can't get it 3 times. Gonna have to melee their way through. Oh. Very tense situation here. Smacked in your feed. Picking up an Elim. We're down to the top 9. Hornet on 36. Oh my 86 God! HP. 3 Elims now for Hornet. A big reactive shot there to stay in this game. A chance for minis. Has 2 ARs. Not a big deal there, but the combat shotgun going to come in big late game. Looking for headshots. Looking for angles from underneath. Hornet pushing forward, 66 builds left. Severe, the ultimate high ground. Players sandwiched in the middle. You hate to see somebody go down and not make it to the top 5, but here it is as the last set of placement points go out for everybody left alive. Severe, Shadow, Nick Cool, Midas, and Hornet, the ultimate low ground. Trying to pop a med kit there. Going to be able to get it off. Going to have to push through this wall. But stay inside. Last second. That might be enough. Coming in from underneath, you see Shadow in the ultimate high ground, popping those minis. There's a natural campfire. He could hit it real quick. He doesn't. Okay. No chance for a take, but he finds Shadow and gets the elimination, the victory royale, and a cool little dance move to top it off. Well played, Hornet. That's the dance I know how to do, sort of. Bro, that was great. So much happened. Like a lot happened in the last second. Like technical skill-wise, game sense-wise, knowing how to like get players to do what you want them to do. Hornet's heads up flick while rotating in the last second to stay alive. Yes. Was huge. Against Smacked, that was insane. Literally jumped over his head, boom. 180 flicked him. Made his way the rest of the way in. Well played there. And you got to think too, that's going to affect Smack's potential leaderboard setup, right? Maybe that shuts him down, and maybe that could have been his last game. We don't know how that's going to affect the standings until we take a look later on. Don't forget, there's only the 6 spots here. Listen, at least Golden Boy. That was insane. At least Golden Boy is not here to call him smoke, is all I'm saying. JDW in your feed, picking off Complexity's Macwood. 46 players now. That's a very early elimination for the player from Complexity. Sentinel's Animals, 0 eliminations, 63 builds. Some minis, some Shadow. We're starting to see a trend. Let me just put this out there, and you let me know if you agree or not. All right. Consistency across the board for loadouts is typically combat shotgun, an AR of some sort, right? 1 or 2 mobility items and a heal. And yes. if it's not 2 mobility items, it's only 1. I would say potentially 2 heals, and then the last utility slot, if it's not 2 heals, you could say is a heavy sniper or flintlock. Yes. So typically we're every seeing single loadout. Pretty much exactly that. So it's either going to be 2, like let's say it's like a rift, some kind of mobility, 2 heals. Sometimes we see people, even if they're lucky to find them along the game, we've seen people with like 6 half shields, right? Oh, yeah. 2 whole slots dedicated to 3 half shields apiece. And then you're like, oh, this guy just wants to fight the whole time. I want to make a point too, so that it's not misconstrued what I'm trying to say. I'm not saying that everyone runs the exact same thing all the time because it's the only thing to run. I'm saying people are running the same consistent builds because consistency is huge in a BR game. And if you have a loadout that is consistently showing top performance, players are going to favor it. That's something to take note of if you're trying to step your own game up. Maybe you're not going to make it to this World Cup, but I guarantee you there's going to be events from Epic for Fortnite in the future. This ain't the end, believe me. And so learning those kind of setups and watching how the meta changes as the game evolves. I mean, we're getting updates that change things weekly.
So you have players every single time that they're, and this has been, at this point, y'all, if you have not accepted that that is Fortnite, you need to just accept that that's Fortnite. Now, let's all finally settle and say, yes, it is a game that includes an evolution of meta constantly, which means the players are constantly being pushed to try and figure out how to play the next setup the best. And that's good. You want that, because I'm gonna be very honest with you. From a spectator side, I feel like potentially a level of staleness would happen if you're like, all right, we're back to a pump shotgun and an SMG to swap to. Pump shotgun, SMG to swap to. I feel like the combat shotgun has created more opportunities for back-to-back-to-back eliminations. You see Fiber going down there to Animal. It's just a situation where the game is trying to evolve in a way that makes it more representative of higher skill players and less representative of this guy is really good at the one thing all the time. You want to see people that can do it all. Right. You want the jack of all trades players to shine, because they're the ones that have really put in a crazy amount of effort. They have skill, the knowledge to pick up everything about the game that they can as it changes. Sorry, I'm so long-winded about this. I'm very passionate about competitive Fortnite. Yeah. It's become such a big piece of what I do and what you do, especially you. I mean, you've been around for a long time. Just about the beginning. Just about. Exactly. And so it's like, it's just one of those things. I want to see the game evolve and grow in a healthy way. And I know there's some people that are not happy with how the game is now, but you have to at least admit, those people have to at least admit that they're happy with the way that, I mean, an esport has continued to evolve. It has. It's undeniable. Yeah, sure. And maybe just like expand upon that just a little bit more. Fortnite is an ever-evolving game. And it is a battle royale, and there is some kind of randomness involved in that, right? Like you land in a POI, and there's some form of random. Well, you can generated. harness that. Correct, and it's why these players excel is because they can minimize that randomness factor, right? That, like you said, their consistency. What can they do to minimize that randomness and give them an edge, which then propels them forward and continues moving forward? Unknown, great example. He knows what he does best. His rifling skills, his combat skills, his long range shots. He's in a great position to do this, right? He didn't just land on this loadout. He worked for this loadout. He said, where do I need to go? When do I need to fight? Do I need to fight now? To get it? Exactly. There's so much. Like, on the surface, Fortnite may seem like, I guess, borderline one-dimensional, kind of, but there's actually so much depth to the game. I wouldn't even say on the surface it seems that way. You've got building and shooting and strategic positioning. Yeah, there's a lot to it. Elevation, game changes, what you land with, how you're feeling on the day, what your skills like, where you've spent your time. Have you done your shooting practice? Have you gone into playgrounds before then to practice up your building skills? There's so much. This is why I love Fortnite, dude. You're gonna make me nerd out, and we're gonna have long conversations about this. This has been Deep Thoughts with Lupo and Zeke. Meanwhile, top 5 situation. My apologies for all that. Unknown from KNG with 6 eliminations. 19 builds. That Rift may or may not come into use here. It'll be tough to know just yet. TJ, the ultimate low ground. We're already in a top 3. The swap there, Baltic, Dylan, Glow Navy going down outside in the storm. Unknown dropping in and challenging Jayfree, but he actually gets dropped all the way to the bottom. Stuck top to bottom of TJ. Oh my! Box, the traps. Oh my gosh, he completely shuts down Jayfree. But look at the health difference. If he's not careful, dude, and they spend time in the storm, Jayfree has health advantage. He's got to be really careful how he approaches this. The slurp, though, Unknown could potentially pop it. Should here momentarily, I almost anticipate. Here we go. Do you think he just waits for him to drop down and try and rips him and hopes that the slurp is enough to tick him over? We'll see. Moving with the storm, Jayfree in the ultimate high. He's still ticking 13. Up. No builds for Unknown. He's going to have to... Yep, here we go. The shots. Combat shotgun from underneath. Can't quite connect. 20. Does not tick out to the storm. Instead, finds a shot on Jayfree. The celebratory rift to go into the sky. Unknown, well played. No builds left. No problem. Bro, that was absolutely insane. Sundown, monster D-face. Was that not just the craziest end?